Hallo und herzlich willkommen zum ausgestrahlt Talk Uncut. Mein Name ist Georg Csarmann, bei mir Adrian Goiginger, der Filmemacher von Aitch. Bei Aitch geht es ja um einen inzwischen Familienvater, der früher Heroin-Junkie war. Wie bist du zu der Geschichte gekommen? Ist da ein persönlicher Bezug vorhanden oder war das einfach eine Fantasie? Ja, also der Film hat Teile, also autobiografische Teile von mir. Ja, es ist so, ich kann sehr offen sagen, also meine Eltern waren drogensüchtig früher. Sind dann um die Jahrtausendwende, also 1999 clean worden. Und ja, das heißt, ich habe das halt noch ziemlich stark mitgekriegt und deswegen ist natürlich auch für mich eine ganz eine Herzensangelegenheit, so zu filmen natürlich. Und ja, ich habe dann halt natürlich auch quasi die Recherchen, waren quasi einfach Gespräche über meinen Vater. Und dadurch habe ich eben dann das wirklich authentisch machen können und ja, das war die Idee und auch dann im Endeffekt die ganze Story, die dann rausgekommen ist. Hat das einen gewissen therapeutischen Effekt gehabt? Also der Film ist ja sehr intensiv und wirklich als Drama konzipiert. Nein. Also es haben mich schon viel gefragt, ob ich da jetzt irgendwie so meine Vergangenheit verarbeiten tue oder so, weil das halt so, das ist wahrscheinlich so aufreißend, so klassisch, wie man sagt, aber das war nicht so weit. Ich hoffe zumindest, dass ich keine bleibenden Schäden habe. Nein, es war einfach eine Geschichte, die mir einfach im Herzen gelegen ist, natürlich, weil es wieder natürlich immer ein aktuelles Thema ist, das ist ja klar, das ist ja Drogensucht. Und wo ich eben wirklich schon was erlebt habe und wo ich eben weiß, worum es geht. Weil ich finde, vor allem wenn man Drehbuch schreibt, dann sollte man irgendwie ein bisschen was von der Geschichte wissen. Wenn jetzt was man überhaupt erlebt hat, dann versuchen einzufließen zu lassen, das ist nicht so gut. Und das war eben immer eine persönliche Geschichte. Deswegen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie Verarbeitung nötig war. Ihr dreht sie mit professionellen Schauspielern. Wie ist dazu gekommen? Also jetzt, wie du 16 warst, ungefähr einen Spielfilm gedreht, was sehr ungewöhnlich ist. Wie ist der ganze Prozess da abgelaufen? Ja, also mit 16 haben wir angefangen zum Film machen und ja, normal noch ein paar kleinere Projekte, ein Klärprojekt, der musste anfangen, logisch. Und dann eben das Projekt, das uns dann quasi die Türen geöffnet hat, sage ich mal, zu Aitch, jetzt dann war ein Vergettable. Das ist mein erster Spielfilm, also ein Amateurspielfilm noch. Und ja, das war eben ein relativ medialer Erfolg, da es eben ein Maturprojekt war und dann eben ein Maturprojekt. Und dadurch waren eben die Türen geöffnet für Aitch mit wirklich dann professionellen Schauspielern und professioneller Crew und so weiter. Und jetzt verbindet ihr sozusagen beide Elemente, also professionelles Machen mit Spielfilm. Das war so mein 4-Jahresplan, wie ich angefangen habe zum Film machen. Ich habe gedacht, jetzt mache ich einen Spielfilm, einen Amateur, dann mache ich einen Kurzfilm professionell und dann verbinde ich Elemente und da bin ich jetzt gerade dabei. 12 Karat heißt der Film, wird voraussichtlich Anfang 2012 gedreht und dann hoffe ich 2012 seit Premiere feiern. Ja, und da habe ich jetzt auch schon ein paar Produzenten unterstützt mich da sehr von Salzburg, der Hannes Schalle mit Mulek und jetzt sind wir gerade in der heißen Phase der Vorbereitungen für den Dreh. Es ist ja dein erster Spielfilm im Kino gelaufen, jetzt Aitch. Ist Kino der primäre Distributionsweg, den du anstrebst? Ja, also Kino ist einfach, das ist natürlich, also ich glaube, da will jeder Filmemacher hin, weil das ist einfach die größte, sagen wir mal, die größte Plattform und die größte Anerkennung, wenn du da sitzt im Kino und der Film läuft und das ist einfach ein geiles Gefühl, also klar. Da kann jetzt TV oder Internet nicht mithalten, das ist klar. Was ich cool finde bei jungen Filmemachern allgemein, ich habe das Gefühl bei eurer Crew auch, dass sich da irgendwie eine Gruppe von jungen Menschen zusammenfindet, die auch in der Freizeit viel Zeit miteinander verbringt und die einfach gemeinsam Leidenschaft in das Projekt steckt. Ja, wir haben jetzt auch eine WG gegründet, das für den Film gesagt. Ja, total, also die Leute, wie gesagt, am Paul, der Kameramann, den ich kennengelernt habe, dann der Martin, der schneidet, dann die zwei Leute, die alles organisieren, der Peter und der Ricci, also der Komponist Dominik, wir haben uns alles gefunden wirklich und dann haben wir vorher Projekt so einen Stamm wirklich entwickelt und es klappt einfach perfekt. Zum Glück, nicht nur jetzt vom menschlichen Verstehen her, sondern auch total auf der kompetenten Ebene. Wir können super arbeiten, alle sind gut drauf, alle wollen das voll und das klappt halt perfekt. Eben, und da schaut man nicht zuerst aufs Geld, sondern einfach dieses Projekt haben. Leidenschaft. Genau, Leidenschaft. Braucht das Ganze. Eigentlich. Weltklasse. Und du hast gesagt, jetzt habt ihr eigene WG für den Spielfilm gegründet. Studierst du nebenbei? Oder wie ist das jetzt? Nein, das ist jetzt also zum Glück so, ich habe eine Jahresstipendien gekriegt vom Land Salzburg. Das hat mir jetzt finanziell ermöglicht, dass ich jetzt mal nur den Film machen kann. Und das sind so immer kleine Aufträge, die wir daneben machen. Und sobald es dann wirklich losgeht mit 12 Grad, kriegen wir dann Jahren, also Gagen. Das heißt, das ist nicht nötig zu studieren.
weil wir machen jetzt eigentlich das schon, was man sonst nach dem Studium macht, denke ich. So würde ich sagen. Stimmt, das muss ja nicht sein. Nein, so ist das. Vor allem, das ist gleich, man kann es jetzt auch nicht Germanistik studieren und noch ein erfolgreicher Autor werden. Das ist ja, wir machen es nicht. Studium ist ein Weg. So. Genau. Und ihr habt wahrscheinlich sehr viel euch selbst beigebracht, Learning by Doing, genau. Theorie angeeignet. Ja. Talent ist vorhanden, ganz offensichtlich. Das ist ein anderes Urteil, aber also, wie gesagt, meine Philosophie ist also ein bisschen Tarantino, was wir nun mal, also meine Filmschule ist das Kino. Ja. Also ich finde, durch allein das Filme schauen, wenn man es richtig schaut, wenn man nicht jetzt Twilight schaut, sondern richtige Filme, dann kann man auch was lernen davon. Total. Also das sehen wir in der Cruise, also zumindest der Stand. Das heißt, du bist zum Filmemachen aus deiner Leidenschaft gekommen? Ja, also eigentlich auch zur Leidenschaft, Geschichten zu erzählen. Okay. Und ich wollte am Anfang Autor werden mal. Und dann Drehbuchautor, und dann habe ich durch die Schulen, die ich gegangen bin, erkannt, dass man einfach mit Filmen die beste Plattform hat, um seine Geschichten zu erzählen. Und dann nicht nur jetzt auf der Story, also auf der Dialogebene, sondern auch auf der musikalischen Ebene, auf der Bildebene so viele Sachen erzählen kann. Ja, genau. Das ist einfach einmalig. Also für mich war auch immer so Film sozusagen perfekte Kombination aus allen Künstlern, genau. Das Musik, das Bild, das Schreiben, die Sprache. Du musst nur einen Stummfilm anschauen, der schafft es auch perfekte Stimmung zu vermitteln, ohne die vom Papst. Ja. Stummfilm zum Beispiel. Das ist geil. Aitch ist ein Drama, man so sagen kann, als Genre-Kategorisierung. Ist der zukünftige Film auch in die Richtung ausgelegt? In 12 Karat geht es darum, dass 12 Personen, die nur an einem einzigen Ort aufeinandertreffen, nämlich auf einer öffentlichen Männertoilette. Also die Situation ist schon bizarr und es ist sagen wir so, sehr viel makaberen österreichischen Humor und dann aber verbunden, also es sind nur deutsche Schauspieler, aber verbunden mit einem internationalen Touch, also es wird ein ziemlicher Mix werden und es passt so perfekt, also ich glaube, das ist sehr abwechslungsreich und sehr spannend, die Charaktere sind vor allem sehr tiefgründig gezeichnet und sehr interessant, die Verhältnisse zueinander, also ich denke, auf Story-Ebene ist das schon einmalig, glaube ich, Ja, klingt sehr interessant. Das heißt, wir sehen uns 2012 im Kino. Auf was? Aitch vorerst im Fernsehen. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.